Entlang der imposanten Sextner Rotwand geht es über die Rotwandköpfe zum grandiosen Panorama des Fischleintals inklusive Freiluftmuseum des Ersten Weltkriegs, tolle Tagestouren in Sextner Dolomiten, willkommener Gipfelschluck, los geht's! Mit Blick auf die Sextner Rotwand beginnt unsere Wanderung am Kreuzbergpass, der sich sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen lässt. Die erste gute Dreiviertelstunde Gehzeit geht es etwa 300 Höhenmeter bergan auf einfachem Wege. Dabei passieren wir einen Bunker, interessantes Relikt aus den Weltkriegszeiten. Mit dem Ende des Steigungsabschnitts führt unsere Route aus dem Wald heraus ins freie Gelände auf einen höhenwegartigen Wegabschnitt. Dabei bietet sich uns ein super Blick hinauf auf die Sextner Rotwand direkt neben uns, aber auch über das Tal hinweg auf die andere Talseite, auf den Hauptkamm der Karnischen Alpen. Zum Zeitpunkt meiner Wanderung Anfang Oktober hatte es wenige Tage zuvor etwas geschneit. Gerade im Schatten der Sextner Rotwand blieb auch etwas Schnee liegen, sodass es aufgrund einiger rutschiger Stellen sinnvoll war, Stöcke dabei zu haben. Diese Wanderung wurde übrigens maßgebend inspiriert vom empfehlenswerten Roter Wanderführer Sextner Dolomiten. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach etwa 3 Stunden Gehzeit sind wir nun nur wenige Gehminuten von der Bergstation der Rotwandbahn entfernt. Man könnte hier die Tour als Halbtagestour beenden. Meine Wanderung führt aber weiter über die Rotwandköpfe zum Freilichtmuseum Velum Aquilarium hinunter ins Fischleintal. Auf steilem Wege geht es nun gute 200 Höhenmeter bergan bis zum höchsten Punkt der Rotwandköpfe. Dabei passieren wir mehrere schöne Pausenplätze mit wunderbarer Aussicht. Besonders beeindruckend ist der inzwischen sich öffnende Blick ins Fischleintal, dessen Talschluss vom steil aufragenden Einserkofel dominiert wird. Kurz vor dem höchsten Punkt der Rotwandköpfe wartet noch einmal eine schattige und an diesem Tage verschneite Stelle, die auch etwas ausgesetzt ist. Dort war ich froh darüber, Krödel dabei zu haben. Am höchsten Punkt der Wanderung angekommen, erwartet uns das grandiose Amphitheater des Talschlusses des Fischleintals, von der Sextner Rotwand über Elferkofel und Einserkofel hinüber zur Dreischusтерspitze, dem höchsten Berg der Sextner Dolomiten mit 3145 Metern. Auf 2145 Metern gibt es mit Wolfborn Whisky für mich einen famosen Gipfelschluck zum Wohl. Vom höchsten Punkt geht es nun eine gute halbe Stunde bergab zum Freilichtmuseum Velum Aquilarium, das sich immer noch auf gut 2000 Metern befindet. Das Museum erinnert an den Gebirgskrieg 1915 bis 1918, wo sich im Rahmen des Ersten Weltkrieges Österreich-Ungarn und Italien gegenüberstanden. Diese Stellung gehörte zu den österreichisch-ungarischen Truppen und diente dem Zweck, das Sextner Tal gegen die italienischen Truppen zu verteidigen. Nach dem Freilichtmuseum geht es gute 500 Höhenmeter auf steilem, aber gut zu gehenden Wege bergab bis zur Talsohle des Fischleintals. Dort erwartet uns die Einkehroption der Talschlusshütte. Ein leckeres Speckbrot und Bierchen wird noch einmal aufgewertet durch den imposant steil aufragenden Einserkofel. Im Rahmen dieser grandiosen Szenerie des Fischleintals geht es auf breitem Wege zum Endpunkt der heutigen Tour, dem Fischleinboden und der dortigen Bushaltestelle. Hinter mir liegt eine super Tageswanderung, die ich gerne weiterempfehle. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel die Umrundung des Einserkofels inklusive Besteigung eines Nebengipfels davon mit der Oberbachernspitze. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.